Es ist so heiß, es ist so warm, aber dafür müssen wir noch in der Hitze brutzeln. Die Hitze macht uns einfach richtig zu schaffen. Willkommen zu einer neuen Folge Neuland Stories. Und wie ihr seht, ich werde gefilmt und benutze nicht meine Hände dafür, kein Stativ. Wir sind wieder zu zweit. Svenny ist hinter der Kamera. Ihr hört sie schon, seht sie noch nicht. Denn heute ist noch ein letzter kleiner Solo-Basti-Trip geplant. Denn ich darf heute in Space. Wir befinden uns nämlich aktuell natürlich noch in Florida, genauer in Cape Canaveral. Und hier hat natürlich die NASA ihren Sitz, das weiß ja jeder. Und Svenny hatte schon einige Svenny-Tage, zum Beispiel Skifahren in Whistler und jetzt nicht zuletzt auch ihre 10 Tage in Deutschland. Deshalb habe ich mir auch einen Basti-Tag ausgesucht und für mich geht es heute ins Kennedy Space Center. Keine Ahnung, ob ich da filmen darf. Ich werde einfach mal die Kamera mitnehmen. Ich vermute tatsächlich nicht, aber entweder ihr bekommt gleich Bilder Outer Space oder ich erzähle euch, wie es war.
Und wie war's? Erzähl. Cool. Also, hat sich auf jeden Fall gelohnt, hat richtig Spaß gemacht, sehr viel gelernt. Ich liebe dieses Thema einfach, das ist so faszinierend. Richtig cool gemacht, natürlich amerikanisch, heroisch, so doll man es nur präsentieren kann, aber hat Bock gemacht, war richtig gut. Und ich habe nicht mal alles machen können, weil ich irgendwie ein bisschen langsam durchgelaufen bin, ein bisschen viel durchgelesen habe und dadurch ein, zwei Sachen gar nicht geschafft habe. Aber trotzdem richtig cooler Tag. Ich bin kaputt und jetzt muss ich unbedingt was trinken, weil eine Cola da oder ein Getränk einfach 4,50 Dollar gekostet hat. Es gibt natürlich auch ein Mitbringsel. Ich weiß nicht, ob du erst... Nee, ich kriegst es direkt. Backhandschuhe. Yeah! Meine alten sind nämlich kaputt. Zeig mal den alten. Uno. Ja, Das ist geil. Das ist cool, das ist witzig. Wie ein Astronautenhandschuh. zeig mal her. Es ist kitschig, es ist witzig und es ist nützlich. Was die gekostet haben, frage ich lieber nicht, ne? Die waren gar nicht so teuer. Aber frag trotzdem lieber nicht. Nach dem wundervollen Tag gestern in den klimatisierten Räumlichkeiten der NASA schmelzen wir heute einfach nur dahin. Es ist so heiß, es ist so warm. Und warum sind wir noch hier? Wir sind noch hier, weil wir uns morgen Nacht einen Raketenstart angucken wollen. Aber dafür müssen wir noch in der Hitze brutzeln. Wo wir gestern waren. Da hinten übrigens, kann man von hier schon aus sehen, startet heute Nacht die Rakete. Wir wollen aber später noch ein Stück weiter ranfahren. Aber man kann es von hier aus theoretisch schon sehen. So, wir haben es geschafft, wach zu bleiben, auch wenn es hart war. Und jetzt gehen wir an den Strand. Noch, Mann, siehst du müde aus. haben wir auch mal kurz gepennt. Aber jetzt bin ich wieder wach. Rakete.
Guten Morgen. Wir haben einigermaßen gut auf unserem Cracker Barrel Parkplatz hier genächtigt. Waren doch ziemlich müde, also es ging flott und haben jetzt auch schon zusammengepackt. Ich war schon eine kleine Runde mit Peps und für uns geht es jetzt direkten Weges zum Strand und wir checken nochmal die Wellen. Vielleicht können wir ja heute früh raus. Basti ist jetzt schon mal vorausgegangen. Der hat nämlich schon seinen halben Wetsuit an und meinte, er geht sonst ein. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen zusammengeräumt und flitze ihm jetzt hinterher. Wir nehmen Peppy erstmal mit. Und wenn es dann aber zu warm wird, gehen wir wieder zurück hier an Wellen in den Schatten. Hier gibt es auch einen kleinen Park mit ein bisschen Schatten und genau. Aber jetzt geht es erstmal an den Strand. Sitzen. Ist gar nicht mal so einfach, wenn man sich allein raus ins Wasser wagt und die Wellen noch nicht so richtig lesen kann. Aber es macht Spaß. Es hat mich 2-3 Mal unter die Welle gelupft. Aber irgendwie macht im Wasser sein immer Spaß. Basti versucht gerade noch mal sein Glück. Guten Morgen von unserem kleinen Paradiesstellplatz. Wir haben gestern Abend noch einen richtig coolen Stellplatz gefunden. Auch wenn er gestern Abend eher ein bisschen gruselig aussah und ja, sehr viele Mücken und Fliegegetier unterwegs waren. Aber heute Morgen hat er sich als wahres Paradies entpuppt. Und es ist jetzt seit langem mal, dass wir stehen hier auch alleine. Es ist ein kleiner Campground, kostenlos. Wir stehen hier alleine und wir können zum ersten Mal uns mal wieder ausbreiten, haben direkt die Bettwäsche rausgehangen und ja, machen mal einen langsamen Morgen, weil irgendwie die 2 Stunden Schlaf, die uns von dem Raketenstart fehlen, die spüren wir noch. Wir sind auf jeden Fall keine Partymäuse mehr. Die Laptops sind für heute weggepackt und wir dachten, wir nutzen jetzt mal unsere Outdoor-Dusche und kühlen uns ein bisschen ab. Oh, das tat so gut! Und jetzt sind auch direkt unsere brandneuen Reisehandtücher von Valleys and Hills, die ich aus Deutschland mitgebracht habe, zum Einsatz gekommen. Christina und Andreas, beide auch begeisterte Camper, haben Valleys and Hills gegründet, um nachhaltige Lieblingsstücke fürs Camping herzustellen.
Die Reisehandtücher Linea aus Bio-Baumwolle sind eine wunderbare nachhaltige Alternative zu den herkömmlichen Mikrofaserhandtüchern. Alle Stoffe sind GOTS zertifiziert und entsprechen den strengen IVN-Best-Kriterien. Das Reisehandtuch gibt es in 3 Größen und vielen verschiedenen Farben und durch das clevere Gummiband oder 2 clevere Gummibänder lässt es sich einfach aufhängen oder einrollen zum Verstauen. Egal ob mit am Strand oder im Rucksack bei einer Wanderung dabei, man ist immer perfekt ausgestattet, falls man mal nass wird. Ein großes Plus für uns ist, es fühlt sich viel besser auf der Haut an als ein herkömmliches Mikrofaserhandtuch und es trocknet super schnell. Schaut gerne mal auf der Website von Valleys & Hills vorbei, denn dort findet ihr alle Reisehandtücher und auch noch weitere praktische Campingprodukte. Und jetzt noch ein kleiner Tipp für unsere Hundefreunde. Diese schöne Decke mit dem Namen Salix ist nicht nur extrem kuschelig, sondern eignet sich perfekt auch als Überdecke. Und so kann zum Beispiel Peppy auch über den Tag einfach mal aufs Bett hüpfen und wir haben nicht gleich die kompletten Hundehaare im Bett liegen. Uns begleitet diese Decke im Van seit mittlerweile 2 Jahren und wir sind mega happy damit. Und wenn ihr nachher Lust habt, auch einmal durch den Shop von Valleys & Hills zu stöbern, dann benutzt am besten noch unseren Code NEULANDSTORIES5. Dann bekommt ihr nochmal 5 € Rabatt auf eure Bestellung. Gültig ist dieser Code bis zum 4. Juni und alle Informationen packen wir natürlich nochmal in die Videobeschreibung und das Video und da könnt ihr nochmal alles nachlesen. Und für uns geht's jetzt endlich auf die Florida Keys. Guten Morgen! Wir sind schon richtig nah an den Everglades bzw. schon an den Ausläufern. Im Nationalpark sind wir noch nicht, aber hier ist schon richtig grün und überall sind Warnhinweise für Alligatoren und auch ganz viele Trails schon, die man gehen kann. Und ich bin hier auf einem kleinen Rundweg, der bei unserem Parkplatz war und ja, genießt die kühle Morgenluft.
Gerade haben wir uns so überlegt, man sollte einfach Alligator sein. Ein bisschen im Wasser rumchillen, sich mit der Schwanzflosse antreiben. Und dann haben wir überlegt, was für Feinde so ein Alligator hat. Das ist nur der Mensch. Denn der braucht unbedingt. Und der macht dann eine Handtasche aus dir. Oder tolle Boots. Dämlich. Einfach dämlich. Den Florida Keys angekommen. Ab jetzt wird's paradiesisch. Echt abgefahren. 100 Meter parallel zu dem Highway, über den wir denn hier jetzt gerade über die Keys fahren, wurde schon 1908 eine Eisenbahnstrecke gebaut, um eine Strecke vom Mainland bis zu den Keys, also bis ganz Key West zu verbinden. Und damals natürlich eine mega Herausforderung. Und die einzelnen Inseln wurden dann quasi als Stepstones genutzt, um ja immer eine feste Verbindung zu haben. Und so konnte man dann irgendwie diese 126 Meilen offenes Wasser zwischen dem Mainland und Key West verbinden. Das ist echt abgefahren. Wahrscheinlich eine der schönsten Bahnstrecken, die es je gegeben hat. Heute leider nicht mehr. Heute eher nicht mehr. Ich glaube, wir haben den Spot für die nächsten 1-2 Stunden gefunden. Hier unter der Brücke im Schatten. Hier weht ein Lüftchen. Hier kann Peppy liegen und durchatmen und wir wechseln uns einfach ab und gehen da unten ins Wasser. Basti macht mal den Anfang und Peppy und ich, wir bleiben hier unter der kühlen Brücke. Die Hitze macht uns einfach richtig zu schaffen, speziell mir. Basti hat mir schon den Spitznamen Beschwermischlumpf gegeben, weil ich mich immer so über das Wetter beschwere. Aber es ist halt heiß und ich bin eher so ein 20 Grad Mensch. So ein Jäckle. Basti belächelt mich. Ich frage mich halt schon, wie wir das in Mittelamerika machen wollen bei der Ringsaison. 35. Frage hast du mir jetzt schon zum 332. Mal gestellt. So oft jetzt auch noch nicht. Vielleicht. Aber du hast mir auch noch keine valide Antwort gegeben. Wir kämpfen uns da schon durch. Hier wird nicht genörgelt. Wann bin ich fertig?
There once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bow dip down, blow me bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tagging is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tagging is done, we'll take our leave and go. Oh, schon völlig zersnatcht. Willkommen in Key West. Ich glaube, wir haben noch gar nichts gesagt, ne? Wir sind jetzt schon hier ein bisschen durchgeschlendert, essen jetzt unseren berühmten Key Lime Pie, den man hier unbedingt probieren soll. Ist natürlich ein super günstiges kleines Stückchen Kuchen. Ich bin sehr gespannt, wie er schmeckt. Und ein paar Hähnchen, wollte ich gerade schon sagen. Wie nennt man die denn? Hähne? Hahnse? Was ist denn die Mehrzahl von Hahn? Den einen oder anderen Hahn hier haben wir auch schon gesehen. Die dürfen hier nämlich frei herumlaufen. Die sind überall. In Bäumen, in Restaurants, auf dem Weg, in der Stadt, in Läden. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Aber jetzt erstmal den Kuchen. Schmeckt nicht? Gott sei Dank hast du gar keinen Hunger. Probieren werde ich schnell. Richtig gut. Der ist richtig, richtig lecker. Und quasi ein cremiger Cheesecake mit heimischen Limetten von den Florida Keys. Schmeckt richtig geil. Kuchen ist alle und jetzt geht's noch zum südlichsten Punkt der USA. You want it that far out? Look at it and see. Do you want to zoom in or that just? Yeah, it's on that side. Like a couple streets over. Sonnenuntergang geht die erste Woche Vanlife, wo wir wieder zusammen sind hier in den USA, zu Ende. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt dem Video ein Herz in die Kommentare, ein Support-Herz und liked das Video fleißig. Es wird uns sehr, sehr freuen. Wir genießen jetzt noch die letzten Sonnenstrahlen und dann packen wir aber auch zusammen und fahren wieder Richtung Festland. Weil man hier auf den Keys nicht frei übernachten kann und die Campingplätze sind einfach entweder ausgebucht oder super teuer. Deshalb geht es für uns wieder zurück und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ach so, und abonnieren nicht vergessen, wer es noch nicht gemacht hat. Danke, Ende. Weiß doch jeder, dass man das von oben nach unten macht.